In der Jugend ist die Liebe oft am intensivsten und zugleich am verletzlichsten. Das erste Gefühl hinterlässt bei jedem jungen Menschen einen bleibenden Eindruck. In den meisten Fällen ist dies keine leichte, aber eine notwendige Erfahrung. Sie hilft, später eine wirklich starke Familie und eine aufrichtige Beziehung aufzubauen. Manchmal jedoch entwickelt sich die Situation so ungünstig, dass die erste Liebe das Leben zerstört und sogar tödlich enden kann. Fabiana Luzzi wurde in eine eng verbundene und liebevolle Familie in Carolai, Kalabrien, Italien, geboren. Sie war ein sehr energiegeladenes, aktives und eigensinniges Mädchen. Diese Charakterzüge traten besonders deutlich in ihrer Jugend hervor. Fabiana ertrug es nur schwer, wenn ihre Eltern ihr vorschrieben, was sie zu tun hatte. Schon früh begann sie darüber nachzudenken, sich aus der Obhut ihrer Mutter und ihres Vaters zu befreien. All dies führte zu regelmäßigen Konflikten. Deshalb zog Fabiana bereits mit 16 Jahren aus. Sie ließ sich in der Nähe ihrer Familie nieder. In einer Mietwohnung gleichzeitig nahm sie eine Teilzeitstelle an, um sich selbst zu versorgen. Doch zu Beginn reichte das Einkommen nicht aus und ihre Eltern unterstützten sie finanziell. Dabei war Fabiana Luzzi eine gute Schülerin. Ihre Eltern setzten große Hoffnungen in ihre Tochter. Im Jahr 2013 war sie 16 Jahre alt, besuchte ein Gymnasium, liebte das Tanzen und belegte Buchhaltungskurse. Genau in dieser Richtung plante sie, ihren zukünftigen Erfolg aufzubauen. Im Frühjahr lebte Fabiana immer noch allein, führte eine wechselhafte Beziehung zu einem Jungen. Sie kamen zusammen und trennten sich wieder trotz der Besorgnis ihrer Eltern. Als Fabiana begann, allein zu leben, entspannte sich die familiäre Situation allmählich. Jetzt gab es weniger Konflikte. Es schien, als würde das Mädchen gut mit dem Erwachsenenleben zurechtkommen. Der 24. Mai 2013 war ein ganz normaler Tag. Niemand ahnte, dass alles anders als gewohnt verlaufen würde. Früh am Morgen ging die Schülerin zur Schule. Sie kontaktierte ihre Eltern per Handy. Fabiana hielt regelmäßig Kontakt zu ihnen, damit ihre Mutter sich keine Sorgen machte. Sie sollte nach dem Mittagessen zum Haus ihrer Eltern zurückkehren. Am selben Abend warteten die Eltern auf ihre Tochter, da sie sich alle gemeinsam auf die bevorstehende Sommerreise vorbereiteten. Die Familie hatte einen gemeinsamen Urlaub geplant. Marco Luzzi und Rosaria Ferrara warteten jedoch vergeblich auf die Rückkehr ihrer Tochter von der Schule. Sie waren besorgt und versuchten, sie telefonisch zu erreichen, aber das Mädchen reagierte nicht. Die Eltern gerieten nicht sofort in Panik, sondern machten sich stattdessen auf den Weg zu ihrer Mietwohnung. Dort öffnete ihnen trotz ihres beharrlichen Klopfens niemand die Tür. Auf ihre Bitte hin gab ihnen der Hausbesitzer einen Ersatzschlüssel. Als Mutter und Vater die Wohnung betraten, stellten sie fest, dass ihre Tochter nicht da war. Fabiana reagierte weiterhin auf keinen Anruf. Nun beschlossen die besorgten Eltern, die Bildungseinrichtung zu überprüfen, wo Fabiana nach dem Unterricht noch bleiben könnte. Marco und Rosaria hatten die Schule fast erreicht, als sie auf der Straße eine Klassenkameradin und Freundin ihrer Tochter sahen. Sie fragten die Mädchen nach Fabiana, aber beide behaupteten, dass sie direkt nach dem Unterricht gegangen sei und sie seitdem nicht mehr gesehen hätten. Mutter und Vater konnten nicht länger warten. Die ganze Situation war zu beunruhigend. Sie wandten sich an die Polizei und meldeten das Verschwinden ihrer Tochter. Zunächst gingen die Familienmitglieder und die Polizei davon aus, dass das Mädchen einfach weggelaufen war. Das war bereits etwa ein Jahr zuvor passiert, noch bevor sie die Erlaubnis erhalten hatte, allein zu leben. Damals hatte die Flucht dazu beigetragen, die Eltern davon zu überzeugen, dass es besser sei, Zugeständnisse zu machen, als den Konflikt fortzusetzen. Sie war im Frühjahr 2012 nach Bologna gezogen. Auch damals wandten sich ihre Eltern sofort an die Polizei. Man begann mit der Suche nach Fabiana, überprüfte das unmittelbare Umfeld der Schülerin und fand heraus, dass sie schon lange geplant hatte, wegzulaufen, falls es nicht gelingen sollte, die Konflikte mit ihrer Familie beizulegen. Man konnte sie schnell aufspüren. Freunde erzählten, dass die rebellische Jugendliche bei Bekannten untergekommen war. Obwohl niemand ihre genaue Adresse kannte, hielt das Mädchen Kontakt zu ihrer Familie, was die Situation erheblich vereinfachte. Rosaria versuchte sich einzureden, dass ihre Tochter erneut weggelaufen war, aber hier gab es gleich zwei zweifelhafte Punkte. Erstens hatte sie sich im Gegensatz zu ihrer ersten Flucht überhaupt nicht gemeldet. Ihr Handy war ausgeschaltet. Zweitens hatte das Mädchen keinen Grund zu fliehen. Sie lebte bereits allein und war mit ihrer Situation durchaus zufrieden.
Die Carabinieri begannen sofort, die Freunde und Freundinnen der vermissten Schülerin zu befragen. Sie hatte einen sehr großen Bekanntenkreis, aber die Eltern hatten bereits einen Teil dieser jungen Leute angerufen. Niemand hatte eine Ahnung, wo die 16-jährige Fabiana sich aufhielt. Es gab jedoch einige wertvolle Hinweise. Die Polizeibeamten begaben sich zu der Schule, die das Mädchen besuchte. Dort wollten sie mit den Mitschülerinnen und Mitschülern sowie mit den Lehrkräften sprechen, die möglicherweise etwas Ungewöhnliches bemerkt hatten. Ihre Freundinnen erzählten sofort, dass Fabiana an diesem Tag aufgeregt gewesen sei, da sie sich mit ihrem Freund treffen wollte. Eine der Mädchen sah, wie der 17-jährige Davide Marron Fabiana nach dem Unterricht in der Nähe der Schule traf. Er kam mit seinem Motorroller, mit dem er sie oft abholte. Vermutlich hat danach niemand mehr die Schülerin gesehen. Demnach war ihr Freund die letzte Person, die Kontakt zu der Vermissten hatte. Ihre Freundinnen berichteten, dass es gleich nach seiner Ankunft zu einem Streit gekommen sei. Der junge Mann habe das Mädchen sofort der Untreue bezichtigt, doch sie habe alles abgestritten. Da die Suche nach Fabiana weiterging und es keine entscheidenden Hinweise gab, beschlossen die Ermittler, mit ihrem Freund zu sprechen. Leider nahm er die Anrufe nicht entgegen. Auch zu Hause war Davide nicht anzutreffen. Seine Eltern erklärten, er sei früh am Morgen zur Schule gegangen, aber seitdem nicht zurückgekehrt. Da es nicht gelang, den Jungen sofort zu finden, setzten die Ermittler ihre Nachforschungen über die schwierige Beziehung des Paares fort. Vor allem dank Fabianas engstem Umfeld ergab sich ein klares Bild. Die jungen Verliebten waren sehr eifersüchtig aufeinander. Dabei war Davide seiner Freundin untreu gewesen und sie hatte ernsthafte Gründe, ihn des Betrugs zu verdächtigen. Einmal erzählte sie ihren Freundinnen, dass sie ihn beim Küssen mit einer anderen erwischt hatte. Genau das war der Grund für ihre Trennung. Doch nach einiger Zeit beschloss das Paar, wieder zusammenzukommen. Alle wurden befragt. Der einzige, mit dem die Polizei nicht sofort sprechen konnte, war Davides Freund. Er war ebenfalls Schüler, besuchte die Oberstufe und bereitete sich auf seinen Abschluss vor. Im Jahr 2013 wurde er 17 Jahre alt. Nach Angaben von Fabianas Freunden und Verwandten suchte Davide nach der Trennung weiterhin das Gespräch mit dem Mädchen und kam mehrmals zu ihr nach Hause. Es schien, als könne er eine Ablehnung nicht akzeptieren. Fast einen Tag lang konnte niemand Davide finden, bis der junge Mann schließlich im Krankenhaus auftauchte. Er hatte schwere Verbrennungen im Gesicht und an den Händen, so stark, dass er ärztliche Hilfe benötigte. Der Zustand des jungen Mannes erregte sofort die Aufmerksamkeit der Polizei. Seine Verletzungen ähnelten den Folgen eines unsachgemäßen Umgangs mit brennbaren Stoffen. Aber wozu hatte er sie verwendet? Auf diese Frage gab es zunächst keine Antwort. Der junge Mann zeigte sich nicht kooperativ und weigerte sich zu erzählen, was passiert war und wie er zu diesen Verletzungen gekommen war. Erst unter Druck gab er an, angeblich auf der Straße von Unbekannten angegriffen worden zu sein. Das perfekte Geschenk zur Adventszeit. Erhältlich bei Amazon. Link in der Beschreibung. Davide hatte tatsächlich Abwehrverletzungen an den Händen, aber sie sahen eher so aus, als hätte er sie sich zugezogen, während jemand anderes um sein Leben kämpfte. Es war unklar, woher solche Verbrennungen stammen konnten. Da Davide keine schlüssige Erklärung abgab, glaubten ihm die Ermittler nicht, gleichzeitig bestritt er kategorisch, etwas mit Fabianas Verschwinden zu tun zu haben, und beharrte darauf, dass sie sich an diesem Tag nicht gesehen hätten. All dies machte die Ermittler misstrauisch, denn die Tatsache, dass sich die beiden nach dem Unterricht getroffen hatten, wurde von mehreren Zeugen bestätigt. In den Aussagen des jungen Mannes gab es viele Unstimmigkeiten, weshalb die Ermittlerinnen und Ermittler überzeugt waren, dass er log. Natürlich reichten bloße Verdächtigungen nicht aus. Es brauchte Beweise, um zu verstehen, was wirklich geschehen war. Davide wurde nicht sofort freigelassen. Die erfahrenen Ermittler waren sich sicher, dass er die Wahrheit verbarg. Unter Druck begann der junge Mann schließlich zu brechen. Seine Geschichte änderte sich. Zuerst gab er zu, dass er das Mädchen tatsächlich von der Schule abgeholt hatte. Dann behauptete der junge Mann, er habe sie zu einer Freundin gebracht und seitdem nicht mehr gesehen. Diese Aussage konnte jedoch schnell widerlegt werden. Niemand aus Fabianas engstem Umfeld hatte sie nach dem Unterricht gesehen. Als man ihn auf seine Lüge hinwies, änderte Davide erneut seine Aussage. Nun gab er zu, dass er seine Freundin mit dem Motorroller abgeholt hatte
und dass sie bereits in der Nähe der Schule angefangen hatten zu streiten. Der Grund dafür war der erneute Verdacht, dass sie einen anderen habe. Nach Angaben des Jungen dauerte der Streit die ganze Fahrt über an, sobald sie die Schule verlassen hatten, versuchte Fabiana sich zu rechtfertigen, die hinten saß, aber er konterte ihre Worte und beschuldigte sie weiter, während sie darauf bestand, dass sie niemanden mehr habe. Das Paar fuhr nicht weit, sie begaben sich an einen abgelegenen Ort, einige Kilometer von der Schule entfernt. Hier verlor der junge Mann die Geduld, er hielt an und stieg vom Roller ab. Der Konflikt entbrannte mit neuer Kraft. Sie schrien sich gegenseitig an, bis der Junge endgültig die Beherrschung verlor. Er erklärte, dass zwischen ihnen alles vorbei sei. Nach diesem Satz sprang er auf den Roller und fuhr davon, wobei er behauptete, keine Ahnung zu haben, was danach mit dem Mädchen passiert sei. Die Ermittlerinnen und Ermittler fanden heraus, wo sich alles zugetragen hatte. 2 Polizeibeamte überprüften den Ort, fanden jedoch nichts Verdächtiges. Parallel dazu sprachen sie mit Fabianas Angehörigen. Alle behaupteten, dass Davide unter keinen Umständen einfach so mit dem Mädchen Schluss machen konnte. Sie beschrieben ihn eher als besessen oder kontrollierend, einen jungen Mann, der Fabiana nicht loslassen konnte und sie weiterhin verfolgte, obwohl sie mehrmals erfolglos versucht hatte, sich von ihm zu trennen. Die Vermutungen der Carabinieri, dass sich der Jugendliche unangemessen verhalten habe, wurden indirekt bestätigt. Aber es fehlten noch handfeste Beweise. Am 25. Mai 2013 ging bei der örtlichen Polizeistation ein Anruf ein. Ein Bewohner einer ländlichen Gegend, nur wenige Kilometer von der Schule entfernt, gab an, etwas Verdächtiges entdeckt zu haben. Er arbeitete in einem Zitrusgarten, als er auf Spuren eines Brandes stieß. Auf den ersten Blick schien dies eine Kleinigkeit zu sein, doch der Mann berichtete, dass er an der Stelle eines größeren Feuers Kleidungsstücke gefunden habe, die denen einer Frau ähnelten. Die Polizei hatte eine detaillierte Beschreibung der Kleidung, die Fabiana am Tag ihres Verschwindens getragen hatte, und bestätigte sofort, dass der verbrannte Stoff mit dieser Beschreibung übereinstimmte. Nun wirkte die Situation noch beunruhigender. Da die Ermittlungsbehörden jedoch noch keine Leiche gefunden hatten, zog niemand voreilige Schlüsse. Sie wandten sich erneut an Davide, der weiterhin leugnete und behauptete, keine Ahnung zu haben, was passiert sein könnte. Bemerkenswert war, dass sich die Stelle des Feuers in der Nähe des Ortes befand, zu dem der junge Mann die Polizei bereits geführt hatte. Wahrscheinlich wollte er auf diese Weise die Ermittlungen bewusst in die Irre führen. Ein weiterer Tag verging, an dem Davide in Anwesenheit des Staatsanwalts und seines Verteidigers mit den Ermittlern sprach. Schließlich begann er nachzugeben. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte er mehrere Versionen erzählt. Sie änderten sich mit jeder neuen Befragung. Nun beschloss der junge Mann, die Wahrheit zu sagen. Er gab zu, dass es zwischen ihm und der Vermissten zu einem Streit gekommen war, der eskalierte. Als Fabiana ihn angriff, geriet die Situation außer Kontrolle. Als Davide aufhörte, war es bereits zu spät. Er hatte tatsächlich ein Feuer entfacht, um die Spuren des Verbrechens zu beseitigen. Der junge Mann gab an, wo man die Leiche des Mädchens finden könne. Sie sei unweit der Brandstelle abgelegt worden. Als die Ermittler an dem beschriebenen Ort eintrafen, war die Suche nach Fabiana beendet. Die Schülerin war tot, doch der Zustand der Überreste war schlecht. Daher waren für eine vollständige Identifizierung und die Klärung der Details weitere Laboruntersuchungen erforderlich. Alle verfügbaren Materialien wurden zur forensischen Begutachtung eingeschickt. Die Identifizierung des Opfers gelang schließlich nach der Analyse der Zahnarztunterlagen. Die Verstorbene war tatsächlich die 16-jährige Fabiana Luzzi. Als ihre Familie davon erfuhr, waren alle zutiefst erschüttert. Die Schülerin starb nur wenige Wochen vor ihrem nächsten Geburtstag. Laut Davide habe Fabiana ihn zuerst angegriffen und er sei so wütend gewesen, dass er sich nicht mehr habe zurückhalten können. Der Junge griff nach seinem Messer, das er nach eigenen Angaben für alltägliche Zwecke bei sich trug, und begann auf den Körper des Mädchens einzustechen. Obwohl er dies als Selbstverteidigung bezeichnete, war es offensichtlich. Mehr als 20 Messerstiche sahen keineswegs nach einem Versuch aus, sich zu wehren. Zumal der Junge selbst nur leichte Verletzungen davongetragen hatte, die eher wie zufällige Schnitte aussahen, die er sich während des Angriffs selbst zugezogen hatte. Die Verhöre gingen weiter. Trotz seiner Lügen war Davide der einzige Mensch, der Einzelheiten über den Tod der Schülerin erzählen konnte. Es gelang, mehr Informationen aus ihm herauszubekommen. Nun erzählte der Teenager, dass Fabiana zu Boden gefallen sei und keine Lebenszeichen mehr von sich gegeben habe,
weshalb er die Leiche angezündet habe, angeblich um die Spuren des Verbrechens zu verwischen. Doch auch das stellte sich als nicht ganz wahr heraus. Zu diesem Zeitpunkt hatte die gerichtsmedizinische Untersuchung bestätigt, dass das Mädchen noch lebte, als ihr Körper in Brand gesetzt wurde. Das zeigten ihre mit Rauch gefüllten Lungen. Sie war bei lebendigem Leib verbrannt. Die Carabinieri hegten den Verdacht, dass der Täter erneut nicht die ganze Wahrheit sagte, sondern versuchte, das Ausmaß seiner Schuld zu minimieren. Nach einiger Zeit gestand der Mörder schließlich, dass Fabiana tatsächlich noch am Leben gewesen war, als er sie mit Benzin übergoss und anzündete. Er sah, wie sie atmete und sogar versuchte aufzustehen, doch er konnte das nicht zulassen. Laut dem Gutachten des Gerichtsmediziners waren die mehr als 20 Messerstiche, die das Mädchen erlitten hatte, nicht unmittelbar tödlich, da sie keine lebenswichtigen Organe oder Arterien getroffen hatten. Sie hätte verbluten können, aber das hätte Zeit gebraucht. Hätte Fabiana rechtzeitig Hilfe erhalten, hätte man sie retten können. Das passte jedoch nicht in die Pläne des Täters. Die geklärten Umstände bestätigten nur die Version, dass es sich um ein vorsätzliches, grausames Verbrechen handelte. Zahlreiche Zeugen wiesen auf Spannungen zwischen dem Opfer und Davide hin. Kurz vor ihrem Tod hatten sie eine der turbulentesten Phasen ihrer Beziehung durchlebt. Fabianas beste Freundin erzählte, dass das Opfer sich von ihrem problematischen Freund getrennt hatte und versuchte, ihr Privatleben wieder in Ordnung zu bringen. Wahrscheinlich hatte sie einen neuen Freund, und für einen so besessenen jungen Mann war das ein gewichtiger Grund für den Angriff. Den Ermittlern fiel auf, wie kaltblütig der junge Mann war. Es schien, als hätte Davide keinerlei Emotionen. Der Junge leistete weiterhin Widerstand. Jedes Wort musste ihm regelrecht entlockt werden. Insgesamt brauchten die Carabinieri 2 Tage intensiver Verhöre, bevor sie die plausibelste Version der Ereignisse erhielten. Nach Angaben des jungen Mannes traf er sich an diesem Tag mit Fabiana, nachdem sie den Unterricht beendet hatte. Er wollte erneut über ihre Beziehung sprechen, doch sie erklärte klar, dass zwischen ihnen alles vorbei sei. Davide akzeptierte ihre Ablehnung nicht und glaubte, dass sie nur wollte, dass er ihr mehr Aufmerksamkeit schenkte, dass sie ihn provozierte, damit er ihr nachlief und um sie kämpfte. Doch der Junge irrte sich. Fabiana war entschlossen und wollte die Beziehung nicht wieder aufnehmen. In der Hitze des Konflikts erklärte sie, dass sie bereits einen anderen Freund habe und daher nicht vorhabe, die Beziehung wieder aufzunehmen. Damit unterschrieb sie ihr eigenes Todesurteil. Aus Eifersucht griff ihr Ex-Freund zu einem Messer und stach mehr als 20 Mal auf sie ein. All dies geschah in einem einsamen, abgelegenen Teil der Stadt, am Rand von Corigliano Calabro. Niemand konnte den Mörder aufhalten, und er ließ nicht locker, selbst als Fabiana zu Boden fiel und verblutete, war sie noch am Leben. Aber selbst in diesem Moment hatte Davide nicht vor, Hilfe zu rufen. Stattdessen ging er zu seinem Roller, holte einen kleinen Kanister mit Benzin und übergoss sie, die noch lebte. Selbst nachdem Davide die Schülerin angezündet hatte, bewegte sie sich weiter, konnte aber nichts mehr tun, um ihr Leben zu retten. Diese herzzerreißende Geschichte erregte die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit und der Medien. Die Familie Luzzi wollte nicht glauben, dass ihre Tochter ihr Leben so tragisch verloren hatte. Alle erinnerten sich an sie als ein lebensfrohes und sehr aktives Mädchen, das in letzter Zeit verzweifelt nach Freiheit und Unabhängigkeit gesucht hatte. Wahrscheinlich war genau dies einer der Gründe für ihren Tod. Als Fabiana von zu Hause auszog und begann, selbstständig zu leben, sprach die Schülerin kaum noch mit ihrer Mutter und ihrem Vater über ihre Beziehung. Meistens teilte sie ihre Sorgen und Erfahrungen mit ihren Freundinnen. Aus diesem Grund konnten ihre Eltern die Gefahr der Situation nicht vollständig erkennen. Dabei beschrieben Fabianas enge Freundinnen ihre Beziehung zu Davide als ungesund und zerstörerisch. Sie war schnell von dem Jungen enttäuscht, dessen Verhalten von Besessenheit und extremer Eifersucht geprägt war. Er provozierte oft Konflikte. Der Grund war fast immer irgendein Junge, der einfach nur auf der Straße vorbeiging oder sie grüßte. Es war schwierig, etwas dagegen zu unternehmen, da das Mädchen noch zur Schule ging. Ihre Angehörigen wussten von der Trennung, ahnten jedoch nicht, dass Davide sich weiterhin wie ein Stalker verhielt und dass sie sich wieder trafen. Die Situation blieb angespannt. Das Mädchen beschwerte sich während der Trennung bei ihren Freundinnen über ihren Freund und wollte zur Polizei gehen, um Anzeige zu erstatten. Sie hoffte, dass dies helfen würde, ihren aufdringlichen Ex zu beruhigen.
Das Verhalten des jungen Mannes war beunruhigend und zunehmend bedrohlich. Dennoch waren seine Eltern aus unerklärlichen Gründen nicht besorgt über den Zustand ihres Sohnes. Es gab viele Zeugen, die Davide als aggressiven, verschlossenen und seltsamen jungen Mann beschrieben. Er hatte Schwierigkeiten, neue Bekanntschaften zu schließen. Man beobachtete bei ihm Anzeichen von Gewaltbereitschaft, doch seine Angehörigen nahmen dies mit einer erschreckenden Gleichgültigkeit hin. Davide war schon immer ein problematischer Jugendlicher mit besitzergreifenden und dominanten Zügen, wie seine frühere Freundin berichtete. Sie brauchte damals die Hilfe von Erwachsenen, um den unberechenbaren jungen Mann ausreichend einzuschüchtern. Erst danach ließ er von ihr ab. Fabiana hingegen wollte die Probleme selbst lösen. Davide hatte eine schwierige persönliche Geschichte und Verhaltensprobleme seit frühester Kindheit. All dies verschlimmerte sich durch häusliche Gewalt, der er nach der Scheidung seiner Eltern ausgesetzt war. Sein erster Stiefvater war Alkoholiker. Er betrank sich täglich, provozierte Konflikte und schlug Davide und seine Mutter. Obwohl sie sich bald von diesem Mann trennten, hinterließ die Erfahrung tiefe Spuren. Möglicherweise war genau dies der Ursprung seiner Aggression und inneren Zerrissenheit. Er konnte Fabiana nicht loslassen, als sie sich von seinem Druck befreien wollte. Vor diesem Hintergrund gingen die Ermittlerinnen und Ermittler davon aus, dass Davide erneut nicht die ganze Wahrheit gesagt hatte. Die Umstände deuteten darauf hin, dass der junge Mann das Mädchen bewusst in eine einsame Gegend gelockt hatte, weil er sie töten wollte. Für eine vorsätzliche Tat sprach auch der Kanister mit Benzin. Normalerweise führte der Jugendliche keinen zusätzlichen Kraftstoff mit sich. Er verließ die Stadt selten mit seinem Motorroller, und das Fahrzeug war sparsam genug, um mit einem vollen Tank auszukommen. Am meisten schockierte jedoch die Grausamkeit, mit der er das zarte Mädchen umgebracht hatte. Ihre Freundinnen waren überzeugt, dass Fabiana nicht freiwillig mit ihrem Freund an einen so abgelegenen Ort gegangen sein konnte. Sie musste sofort gespürt haben, dass etwas nicht stimmte. Die Beerdigung von Fabiana Luzzi fand am 28. Mai 2013 statt. Die Zeremonie wurde in der Stadthalle abgehalten, wo sich etwa 5000 Menschen versammelt hatten. Alle waren tief bewegt vom Schicksal der 16-jährigen Schülerin. Zu diesem Zeitpunkt berichteten bereits lokale Fernsehsender und Zeitungen über die Tragödie. Erneut stellte sich die Gesellschaft Fragen zum Thema Femizid und zur Verletzlichkeit junger Frauen, die in Beziehungen mit manipulativen und kontrollierenden Partnern stehen. Während der Trauerfeier sprachen nicht nur Familienmitglieder und Freunde der Verstorbenen, sondern auch der Leiter der örtlichen Religionsgemeinschaft, der Fabiana angehörte. Alle sprachen der Familie des Opfers ihr tiefes Mitgefühl aus und äußerten die Hoffnung, dass der Täter die verdiente Strafe im vollen Umfang des Gesetzes erhalten werde. Die Menschen fragten sich erneut, wie solche Gewaltausbrüche, die regelmäßig das Leben junger Menschen fordern, verhindert werden könnten. Verschiedene Organisationen, die sich für den Schutz von Mädchen und Jungen einsetzen, schlossen sich den Diskussionen an. In der Zwischenzeit wurde Davide Marrone verhaftet. Der junge Mann legte ein Geständnis ab und wartete nun in Haft auf sein Urteil. Fabianas Angehörige bestanden darauf, dass er angesichts der Brutalität, der geplanten Vorgehensweise und des Versuchs, die Spuren des Verbrechens zu verwischen, wie ein Erwachsener behandelt werden sollte. Die Anklage schloss sich dieser Meinung an, doch der Richter entschied, dass Davide als Minderjähriger vor Gericht gestellt werden sollte. Auch der psychische Zustand des Jungen warf viele Fragen auf. Es gab Vermutungen, dass er ernsthafte Probleme hatte. Mehrere Zeugen, darunter auch seine Ex-Freundin, wiesen auf sein auffälliges und instabiles Verhalten hin. Dies erforderte zusätzliche Untersuchungen, aber die Sachverständigen fanden nichts, was eine Einschränkung der Schuldfähigkeit rechtfertigen könnte. Davide wurde für voll zurechnungsfähig erklärt und nahm daher am Gerichtsverfahren teil. Dank seines Geständnisses wurde das Verfahren im vereinfachten Verfahren durchgeführt. Die Familie Luzzi war bei jeder Verhandlung anwesend. Die Eltern der Verstorbenen wollten mit eigenen Augen sehen, dass der Täter seine gerechte Strafe erhält. Nach dem Prozess wurde Davide für schuldig befunden und zu 22 Jahren Haft verurteilt. Er war mit dem Urteil unzufrieden. Sein Anwalt kämpfte weiter um eine Strafmilderung und legte mehrere Berufungen ein. Er verwies auf den psychischen Zustand des Jugendlichen und behauptete, dass es ein Fehler gewesen sei, ihn für voll zurechnungsfähig zu erklären. Der Anwalt bestand darauf, dass bei der Überprüfung des emotionalen Zustands seines Mandanten nicht alle Verfahrensvorschriften eingehalten worden seien.
Das Berufungsgericht reduzierte die Strafe auf 18 Jahre Freiheitsentzug. Dies geschah, nachdem er für teilweise schuldfähig erklärt worden war. Zu diesem Schluss kam ein unabhängiger Sachverständiger, der vom Verteidiger beauftragt worden war. Darüber hinaus wurde im Rahmen der Revision des Falles der Vorsatz als erschwerender Umstand ausgeschlossen. Aus diesem Grund hatte die Verteidigung nun die Möglichkeit, ihre Arbeit fortzusetzen, und es bestand die Gefahr, dass der Täter mit einer noch geringeren Strafe davonkommen würde. Da Davide zum Zeitpunkt der Tat minderjährig war, konnte die Familie Fabianas nicht als Zivilklägerin vor Gericht auftreten. Sie waren jedoch der Meinung, dass der Mörder eine zu milde Strafe erhalten hatte und übten weiterhin Druck auf die Justiz aus, um eine Verschärfung zu erreichen. Eine der Instanzen des Gerichtsverfahrens fand 2015 statt. Das Gericht entschied, dass Davides Eltern der Familie Luzzi 300.000 Euro Entschädigung zahlen müssen. Die Familie des Angeklagten war mit dieser Entscheidung nicht einverstanden. Der Anwalt der Familie des Opfers bestand jedoch darauf, dass die Eltern des Täters eine Mitverantwortung für die Erziehung ihres Sohnes tragen. Sie hätten ihm ungeeignete Lebensbedingungen geschaffen, ihm keine moralischen Werte vermittelt und keine ausreichende Kontrolle ausgeübt, um dieses Verbrechen zu verhindern. Das Gericht stellte fest, dass Davides Eltern nicht nur die erforderliche Aufsicht, einschließlich medizinischer Betreuung, versäumt hatten, sondern ihm auch keine Möglichkeit gegeben hatten, eine angemessene Ausbildung zu erhalten. Nach Ansicht des Richters hätten sie den Jugendlichen nicht rechtzeitig beaufsichtigt und den Moment verpasst, in dem seine psychischen Probleme begonnen hatten. Es wurde kein einziger Nachweis gefunden, der auf Besuche bei Psychiatern hindeutete. Davide erhielt somit nicht die notwendige Behandlung und Betreuung, was letztlich zu der Tragödie führte. Der Vater des getöteten Mädchens, Mario Luzzi, äußerte seine Empörung gegenüber dem Justizministerium und wandte sich sogar persönlich an den Präsidenten. Der Grund war, dass Davide Marone während seiner Haft eine Strafmilderung erhalten hatte. Er hatte sich im Gefängnis vorbildlich verhalten, keine Konflikte provoziert und bereitwillig an einem Rehabilitationsprogramm teilgenommen. Dadurch erhielt der junge Mann die Möglichkeit, regelmäßig auf Bewährung freizukommen. Fabianas Familie kritisierte diese Entscheidung als völlig unverständlich. Sie beschrieben die Gesetze als solche, die nicht die Opfer, sondern die Täter schützen. Mario Luzzi sprach offen über den Schmerz des Verlustes seiner Tochter. Ein Schmerz, der durch solche Nachsicht gegenüber dem Täter nur noch verstärkt wurde. Die Familie des Opfers hat ihre Tochter nie vergessen. Seit 2013 hält sie jedes Jahr am 24. Mai eine Mahnwache ab und organisiert Informationsveranstaltungen, um die tragische Geschichte von Fabiana zu erzählen. All dies haben sie mit einem engagierten Kampf gegen geschlechtsspezifische Gewalt verbunden. Diese Aktivitäten zogen die Aufmerksamkeit von Organisationen auf sich, die sich auf höherer Ebene mit ähnlichen Themen befassen. So wurde im Jahr 2025 der 12. Todestag von Fabiana Luzzi vom Zentrum zur Bekämpfung von Gewalt begangen. Eine Organisation, die Frauen, die unter problematischen Beziehungen und aggressiven Partnern leiden, rechtliche und psychologische Unterstützung bietet. Bemerkenswert ist, dass die Veranstaltungen in einem städtischen Vorstadtpark stattfanden, in dem sich heute der Fabiana-Luzzi-Platz befindet. Dieser Ort wurde zu einem Symbol für Erinnerung und Mahnung. Doch leider hatten all diese Initiativen keinen Einfluss auf die übermäßig nachsichtige Gesetzgebung, die weiterhin für Empörung in der Gesellschaft sorgt. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.